Bonjour und herzlich willkommen zu meinem Kanal Anyone Can Cook mit Christian und meinem kleinen Freund Mickey. Wie du sicherlich schon an meiner Schürze gesehen hast, kochen wir heute ein Gericht, was es beim Rendezvous Gourmand Festival gegeben hat. Die Buddha Bowl vom vegetarischen Stand. Beim Festival gibt es die Buddha Bowl als Vorspeise, als kleinen Snack. Wir machen heute ein Hauptgericht daraus. Und außerdem erfährst du noch, wie das mit dem Fastpass eigentlich genau funktioniert. Das Grundprinzip der Buddha Bowl ist so einfach wie genial. Einfach alles zusammen in eine Schüssel werfen und fertig. Das hört sich doch super an, oder? Wenn du jetzt richtig Appetit auf eine leckere Buddha Bowl bekommen hast, dann gebe ich dir im Folgenden ein paar Tipps. Für die Buddha Bowl brauchen wir folgende Zutaten. Buddha Bowl für 2 Portionen Bulgursalat, 250 Gramm Bulgur, eine Zwiebel, ein Esslöffel Tomatenmark, eine Paprika, eine Chilischote, eine Zitrone, Petersilie, Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe und Kreuzkümmel, für das Knoblauch-Kräuter-Geschnetzelte 250 Gramm geschnetzeltes, Huhn oder vegetarisch, 4 Knoblauchzehen, eine Zitrone und Petersilie. Für den Salat, zum Beispiel Eisbergsalat, eine Birne, 100 Gramm Ziegenkäse, 50 Gramm Walnüsse und Frühlingszwiebeln. Und dann brauchen wir noch 100 Gramm Soja- oder Erbsensprossen, 250 Gramm Kichererbsen, eine Avocado und 2 Eier. Für das Dressing Öl, Balsamico, flüssigen Honig, Dijon-Senf, Salz, Pfeffer und Chiliflocken. Wir fangen mit dem Bulgursalat an, weil dieser die längste Zubereitungszeit hat. Dafür schneide ich erst alle benötigten Zutaten klein. Den Zitronensaft haben wir auch schon vorbereitet und als erstes braten wir jetzt die Zwiebeln an. Wenn die Zwiebeln glasig sind, gebe ich den Bulgur dazu. Jetzt lösche ich das Ganze mit ungefähr 500 Millilitern Gemüsebrühe ab. Gebe noch die Paprika und die Chilischote dazu. Ich gebe das Salz noch dazu, den Koriander und das Tomatenmark und lasse das Ganze für ca. 20 Minuten kochen. Nebenbei kann ich euch erklären, wie das mit dem Fastpass funktioniert. Mit dem Fastpass kann man die oft langen Wartezeiten an einigen ausgewählten Attraktionen verkürzen. Bei zum Beispiel Big Thunder Mountain oder dem Tower of Terror liegen diese manchmal zwischen 60 und 90 Minuten. Und mit dem Fastpass verkürzt du die Wartezeit in der Regel auf ungefähr 10 Minuten. Und wie funktioniert das Ganze? Du gehst zu einer Fastpass-Attraktion, die im Parkplan markiert ist. Insgesamt gibt es im Augenblick 10 Fastpass-Attraktionen. Dort siehst du oberhalb die Zeitspanne angegeben, zu der das Ticket gültig ist. Dann scanne deine Eintrittskarte und nimm den Fastpass aus dem Gerät. Kehre zur angegebenen Zeitspanne zur Attraktion zurück. Begib dich zum Fastpass-Eingang und gib dem Castmember dort dein Fastpass-Ticket. Sobald du die Fahrt genossen hast, kannst du dir einen neuen Fastpass für eine Attraktion deiner Wahl holen. Das ist erst im Anschluss möglich, denn du kannst in jedem Park immer nur einen Fastpass gleichzeitig in Anspruch nehmen. Ausnahme ist,
Wenn du zum Beispiel morgens einen Fastpass für eine Attraktion genommen hast und der Zeitraum zum Fahren erst am Nachmittag ist, dann kannst du 2 Stunden nach dem Erhalt des Fastpasses noch einen weiteren Fastpass bekommen. Ein Tipp noch: Bei einigen Attraktionen gibt es auch einen Single Ride. Bei Ratatouille zum Beispiel. Wenn es dir nichts ausmacht, von Freunden oder Familie getrennt zu fahren, dann ist das eine echt gute Alternative. Man kann direkt in die Bahn gehen und die Wartezeiten sind noch viel kürzer als mit dem Fastpass. So, jetzt gebe ich noch die Petersilie und den Zitronensaft zu unserem Bulgursalat und dann ist der Bulgursalat auch schon fertig. Als nächstes kümmern wir uns dann um das Geschnetzelte. Für das Geschnetzelte schneiden wir zunächst den Knoblauch klein. Da habe ich noch einen kleinen Trick für euch. Ich drücke den Knoblauch immer erst mit dem Messer platt, dann lässt er sich besser schälen. Sag mal Christian, weißt du, woher der Name Buddha Bowl überhaupt kommt? Das ist eine gute Frage. Da gibt es verschiedene Theorien. Die erste besagt, dass der Name von der vollgefüllten Schüssel kommt, die an den dicken Bauch eines Buddhas erinnert. Aber die zweite und für mich auch glaubhaftere Theorie sagt, dass der Begriff aus einer traditionellen zen-buddhistischen Ernährungsweise kommt, dem Oryoki. Das ist japanisch und bedeutet das, was gerade genug enthält. Bei dieser Ernährungsweise wird nur aus Schüsseln von einer bestimmten Größe gegessen, von denen die größte auch Buddha-Schüssel genannt wird. Die Mönche füllen diese Schüsseln mit Essen und es wird nur das gegessen, was in die Schüssel passt und es bleibt kein Essen übrig. Als nächstes schneiden wir die Petersilie. Hierfür benutze ich immer gerne eine Schere, das geht am einfachsten. Der heutige Trend der Buddha Bowls kommt aus den USA und wird oft mit dem berühmten Clean Eating in Verbindung gebracht, da auch hier pflanzliche, natürliche und abwechslungsreiche Zutaten im Vordergrund stehen. Oft enthält auch die asiatische Küche eben diese Zusammensetzung, für die die Buddha Bowls so berühmt sind. Viel frisches Gemüse und Kohlenhydrate in Form von Reis, Nudeln oder auch Tofu. Für das Geschnetzelte brauchen wir auch noch den Saft von einer Zitrone. Den Zitronensaft geben wir zusammen mit etwas Olivenöl zu unseren Knoblauchkräutern, rühren das Ganze gut durch und lassen es etwas ziehen. Das Geschnetzelte braten wir mit etwas Olivenöl in einer Pfanne scharf an. Das sind jetzt 250 Gramm Geschnetzeltes, also 2 Portionen à 125 Gramm. Du Christian, du hast doch jetzt gerade das Wort A verwendet. Das ist Französisch, das heißt ja je. Da ist ein Akzent drauf. Aber wie geht der jetzt richtig? Das ist gar nicht so schwierig. Im Französischen gibt es 3 verschiedene Akzente, die über Vokale gesetzt werden. Der erste Akzent ist der Akzent aigu, der geht von links unten nach rechts oben und wird benutzt, wenn man den Vokal betonen will. Er wird nur über das E gesetzt, also zum Beispiel bei dem Wort Kaffee. Das E wird dann gesprochen wie in dem deutschen Wort Schnee. Der zweite Akzent ist der Akzent grave, das ist ein dunkler Vokal, der geht von links oben nach rechts unten und wird nicht nur über dem E gesetzt, sondern auch auf anderen Vokalen und wird auch zum Unterscheiden von Wörtern benutzt, die 2 verschiedene Bedeutungen haben. Nehmen wir das Wort la, ohne Akzent bedeutet es die und mit dem Akzent grave bedeutet es dort. Der dritte Akzent ist der Akzent circonflex, der sieht aus wie ein kleines Dach. Hier ist es allerdings etwas schwierig, da gibt es keine bestimmte Regel, wie der Akzent gesetzt werden muss. Das muss man einfach auswendig lernen. A few moments later. Wie das duftet. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lecker das riecht. Ich habe schon richtig Appetit bekommen. Hier haben wir jetzt die Zutaten für unseren Salat. Die bereiten wir vor und schneiden sie klein. Und währenddessen erzähle ich euch von einem tollen Ausflugsziel in der Nähe vom Disneyland. Da waren wir in Soissons. Das ist eine kleine Stadt, 95 Kilometer nordöstlich vom Disneyland gelegen, im Departement Aisne. Soissons hat etwas mehr als 29.000 Einwohner und ist umgeben von Wäldern. Soissons ist die ehemalige Hauptstadt Frankreichs, bevor sie nach Paris verlegt worden ist. Die Stadt hat aus ihrer mittelalterlichen Epoche ein reiches religiöses Erbe bewahrt, das man bei einem Spaziergang entlang der herausragenden Monumente entdecken kann.
die gotische Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert, die besonders schön ist. Dann noch die ehemalige Abtei, die Herzog Hugo der Große im Jahr 1076 errichten ließ und von deren noch bemerkenswerte Überreste vorhanden sind. Darunter die eindrucksvolle und schwindelerregende Fassade der Abteikirche mit ihren 2 hohen Türmen. Die Stadt hat mir wirklich besonders gut gefallen, da man wirklich fast alles zu Fuß erreichen kann. Ich war übrigens das letzte Mal in der Nebensaison in Soissons. Da hatten wir die Stadt fast für uns alleine. Das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr nicht an die Ferien gebunden seid, dann fahrt doch mal außerhalb der Saison und vielleicht auch mal unter der Woche. Da habt ihr wirklich mehr Freude am Ganzen. Für die Buddha Bowl machen wir auch noch pochierte Eier. Da habe ich einen Tipp für euch, dass es etwas schneller geht. Ich habe etwas Essigwasser vorbereitet in der Mischung von ungefähr 1:10. Da schlagen wir ein Ei hinein und stellen das Ganze dann für ca. 1,5 Minuten in die Mikrowelle. Der Vorteil von dem Trick mit der Mikrowelle ist, dass es einfach schnell geht und so die anderen Komponenten nicht kalt werden. Jetzt fehlt nur noch die Vinaigrette und dann können wir schon mit dem Anrichten beginnen. Für die Vinaigrette brauchen wir 1 Teelöffel Senf. Ich habe hier Dijon-Senf genommen, etwas Honig, Olivenöl, Balsamico-Essig, Chiliflocken und etwas Pfeffer. Die Vinaigrette schlagen wir jetzt gut auf. Eine richtig gute Vinaigrette ist das i-Tüpfelchen auf der Buddha Bowl. 5 minutes later. Jetzt haben wir alle Komponenten beisammen und jetzt können wir mit dem Anrichten beginnen. Dafür gebe ich zunächst etwas von unserem Bulgursalat in die Schüssel. Dann etwas von dem Eisbergsalat. Kichererbsen. Die Erbsensprossen. Und das Geschnetzelte. Jetzt garnieren wir das Ganze noch mit dem pochierten Ei. Mit Ziegenkäse. Den Walnüssen. Birne, Avocado und zum Schluss geben wir etwas von dem Dressing dazu. Voilà, bon Appetit! Kleiner Tipp noch, die Bowls eignen sich auch hervorragend, um aus Resten von übrig gebliebenen Speisen eine tolle Mahlzeit zu machen. Das übrig gebliebene Essen wird einfach angebraten oder aufgewärmt und mit frischen Zutaten ergänzt. Dann habt ihr eine tolle Mahlzeit. Das war's wieder einmal für heute. Und nicht vergessen, wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Like, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke. Es verabschieden sich Christian und mein kleiner Freund Micky.
Tschüss.